baue den Teppich jetzt aus. Fertig. Ganz wichtig vorab, das hier ist ein Mehrteiler. Schaut euch erstmal den ersten Teil an, den verlinke ich euch hier in der Ecke. Und ansonsten ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, kommen wir zum definitiv dreckigsten Teil des Busses, und zwar den Teppich. Ich werde mich jetzt von vorne nach hinten arbeiten, werde vorne im Fußraum anfangen, den Teppich zu reinigen und zu extrahieren. Also der wird jetzt schamponiert, wahrscheinlich nicht nur einmal. Ich hoffe, dass ich auch gerade hier diese wahnsinnig dunklen Flecken rausbekomme. Was man auch klar sagen muss, ist, der Bus riecht genauso wie er aussieht. Also es macht diesmal nicht ganz so viel Spaß, hier drinnen zu sitzen. Man gewöhnt sich irgendwann dran. Ich habe auch nicht Lust, die ganze Zeit mit der Halbmaske hier drinnen rumzusitzen, außer ich mache halt entsprechende Arbeiten mit der Reinigungspistole oder dem Dampfreiniger. Ansonsten, ja, er müffelt schon ganz schön. Also hier wurde auch drinnen geraucht. Ich glaube, das habt ihr auch gesehen, wo der Kunststoff sauber gemacht wurde. Gerade hier die Aschenbecher, da ist dann die gelb-braune Brühe runtergelaufen. Das ist natürlich nicht so schön. Jetzt sind sie wieder sauber. Jetzt kann man das auch wieder anfassen, ohne sich dabei schlecht fühlen zu müssen. Wird eine Weile dauern, aber bringt ja nichts. Los geht's! Ich fange jetzt hier im vorderen Bereich an, das heißt, ich gehe immer so vor, dass ich die Reinigungsflüssigkeit aufbringe. Dann wird das Ganze hier quasi einmassiert mit dem Bürstenaufsatz und dem Akkubohrer und dann wird halt jedes Mal wieder extrahiert. Diese Schritte werden so lange wiederholt, bis im Sauger, also in diesem durchsichtigen Teil, kein sichtbarer Schmutz mehr zu sehen ist. Und dann fange ich an, noch mit der Reinigungspistole nochmal den allerletzten Dreck aus den Fasern zu lösen. Also da kommt nochmal einiges raus. Man denkt immer, das ist dann schon sauber, aber da kommt wirklich nochmal viel raus. Wenn ihr das nicht glaubt, dann schaut ihr euch bitte das Video bis zu Ende an. Bevor ich jetzt im Fahrerfußraum das Ganze wieder extrahiere, mache ich die Pedale sauber. Das ist so ein Bereich, der wird meist sehr stiefmütterlich behandelt und selten sauber gemacht. Ich mache das Ganze hier mit einem speziellen Gummireiniger und dem Dampfreiniger sauber, sodass es dann wirklich porentief einmal sauber ist. Das macht einen sehr, sehr guten Eindruck am Ende und zeigt einfach, dass ihr nicht nur oberflächlich, sondern wirklich bis in die letzte Ritze sauber macht. Die großen Bereiche sind jetzt erstmal vorne sauber. Jetzt komme ich noch zu den Sitzkonsolen, die werden jetzt einmal abgeschraubt. Dann kann ich darunter auch einwandfrei sauber machen. Man kommt halt nicht bis ganz ran und ihr seht, auch unter den Auflageflächen ist halt einiges an Schmutz, auch Rost. Da will ich halt auch mal drüber gehen. So kommt man halt viel besser ran. Guter Tipp am Ende, schraubt die Muttern wieder so gut wie es geht drauf. Und dann könnt ihr die Sitzkonsolen mit etwas Abstand wieder ganz normal hinstellen an ihren Ort und Stelle. Der Teppich kann auslüften und die Sitzkonsolen liegen nicht auf dem nassen Teppich auf. So kann das Ganze dann abtrocknen. Man beachte den Unterschied zwischen dem Teppich vorne und dem Teppich hinten.
Der Vorher-Nachher-Unterschied ist einfach enorm. Es kommt auch einfach unfassbar viel Dreckwasser zusammen. Also ich habe hier den 10-Liter-Eimer und das ist wirklich schon stark verdünnt, der Schmutz, der da drin war. Und trotzdem, das ist völlig undurchsichtig. Braune Brühe, aus dem Extraktor halt auch nochmal ein bisschen. Ganz zufrieden bin ich mit dem Ergebnis trotzdem nicht. Und deswegen... Bau den Teppich jetzt aus. Fertig. Eigentlich wollte ich das halt nicht. Also eigentlich wollte ich den Teppich im eingebauten Zustand reinigen. Das ist erstens halt ein Mehraufwand und zweitens müsst ihr dran denken, ich bin halt Aufbereiter, ich bin kein Restaurator, ich bin keine Kfz-Werkstatt. Alles, was ich auseinanderbaue, das muss ich auch wieder zusammenbauen und dabei kann natürlich auch was kaputt gehen. Und das Risiko geht man dann in dem Moment auch ein. In dem Fall ist aber alles glatt gegangen. Raus! Den Teppich auf dem Fußboden zu reinigen war so meine erste Idee. Das hat nicht so 100% geklappt, deswegen entscheide ich mich hier dann doch nochmal den Teppich anzuhängen. Nicht ganz einfach, der wiegt nass doch einiges. Ich nutze jetzt hier einfach dann den Kercher noch zusätzlich als Reinigungsmittel, falls das ein bisschen komisch wirkt, dass ich hier das ganze Wasser auffange. Unten sehr aufwendig. Ich habe keinen Bodenabfluss und dementsprechend muss ich das Ganze sammeln und dann hier in meinen provisorischen Ausguss aktuell kippen. Ja, lasst kurz das Bild auf euch wirken. Fragt euch, warum er eine Vollmaske auf hat. Gleich wisst ihr warum.
habe es vorhin schon kurz erwähnt, aber wer es nicht geglaubt hat, die Reinigungspistole holt einfach nochmal unfassbar tief sitzenden Schmutz aus den Fasern raus. Man hatte schon vorher das Gefühl, da kommt gar kein Dreckkrümel mehr raus. Man hat ja mit dem Kercher drauf gehalten, Extraktionssauger, das volle Programm. Aber was da nochmal rauskommt, ist wirklich irre. Hier nochmal der Schmutz, der bei der Aktion rausgekommen ist, jetzt mit der Reinigungspistole. Und dann geht es weiter. Finales Absaugen, nochmal bürsten und dann ist der Teppich endlich fertig. Nachdem ich nur auch unter dem Teppich und wirklich in jeder Ritze sauber gemacht habe, kann der Teppich wieder rein. Nicht wundern, das ist nicht zeitgleich passiert oder kurz danach. Der Teppich lag circa eine Woche unter dem Auto im Freien bzw. im Flur. Also der konnte wirklich abtrocknen. Hier in der Halle, der ist pupstrocken, da ist keine Feuchtigkeit mehr dran. Deswegen kann ich den auch einbauen. Die ganzen Kleinteile, die ganzen Blenden, die Ösen zum Aufhängen, die mache ich gleich alle noch sauber. Und dann können die auch wieder rein und dann ist der Bereich des Teppichs schon mal wieder abgehakt. Der Motorraum ist immer ein gutes Indiz, ob ein Auto gepflegt ist oder nicht. Dieser zeigt auf jeden Fall, dass es nicht gepflegt ist. Nichtsdestotrotz will ich mal dafür sorgen, dass er wieder gepflegt aussieht. Ich will jetzt hier auch gar nicht zu viel labern. Lasst es einfach auf euch wirken. Die Bilder sprechen für sich. Viel Spaß beim Ansehen.
Der Motorraum ist sauber soweit. Jetzt gucken wir uns hier den Fahrersitz an. Der hat hier ein riesiges klaffendes Loch. Da fehlt auch schon ein bisschen Schaumstoff, beziehungsweise der Schaumstoff ist auch schon zerrissen. Ich werde das Ganze nähen, werde hierzu Schaumstoff nehmen. Ich habe hier noch so alten Schaumstoff rumliegen. Da schneide ich mir ein Stück ab, stopfe das erstmal rein und dann wird das Ganze zusammengenäht. Nicht hochprofessionell, wie gesagt, ich bin kein Sattler. Ich kann ein bisschen nähen, ein bisschen satteln, ja, aber die Sitzbange hier ersetzen kann ich halt nicht. Es ging auch nicht darum, dass das hier wie neu aussieht, sondern dass man hier wenigstens kein klaffendes Loch mehr hat, sondern halt nur noch eine Naht. Wenn man mit dem Bus fahren wollte, dann ist natürlich sofort aufgefallen, huch, dieser Blendendeckel vom Schaltknauf fehlt. Ich dachte, der wäre irgendwie schon vor Ewigkeiten verloren gegangen, aber nein. Tada! Im Aschenbecher lag er und hat nur auf seinen Einsatz gewartet. Das heißt, ich klebe den jetzt hier einfach wieder drauf. Ich nehme hier so einen handelsüblichen Kraftkleber. 2 Komponentenkleber wäre besser gewesen tatsächlich, aber ja, meine Vorräte waren alle, deswegen muss der herhalten. Am Ende könnt ihr immer Klebeband nutzen, um das Ganze zu fixieren. Einfach mit ein bisschen Spannung andrücken. So verhindert ihr, dass ihr dann nochmal beim Gegenkommen das Ganze wieder löst, weil es noch nicht ausgehärtet ist und es klebt auch langfristig besser. Nächste Baustelle, der Dachhimmel. Der hängt überall schon in Fetzen runter. Teilweise wurde schon versucht, ihn wieder zu reparieren. Ich nehme jetzt hier so einen Kraftkleber von Pattex. Ich verlinke euch den. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt. Kann ich wirklich nur empfehlen. Beim Kleben kommt es aber auch immer auf die richtige Anwendung an. Hier in dem Fall bei diesem Kraftkleber, den müsst ihr auf beide Oberflächen auftragen, also Vorder- und Rückseite, und zwar wirklich üppig. Danach müsst ihr ihn ablüften lassen. Und zwar so lange, bis ihr mit dem Finger drauf tippen könnt und es nicht mehr klebrig ist. Das ist genau der richtige Zeitpunkt. Dann könnt ihr die Oberflächen zusammendrücken und dann merkt ihr schon, dass es super zusammenklebt. Das heißt, überall, wo ihr dann mit ein bisschen Kraft drüber streicht, hält es auf einmal bombenfest und man bekommt die Oberflächen kaum noch auseinander. So gehe ich im ganzen Auto vor, also alles, was wirklich in Fetzen runtergehangen hat, das versuche ich so gut wie möglich anzukleben. Neu wird es natürlich nicht, aber auf jeden Fall um Längen besser. Jetzt wird es aber Zeit für eine Geruchsbehandlung. Ich mache hier sogar gleich 2 unterschiedliche, angefangen mit dem Ozongenerator. Nach dem Ozongenerator ist schon wirklich deutlich besser. Eigentlich nutze ich für die Geruchsbehandlung keinen Ozongenerator mehr. Hier war es aber wirklich nötig. Normalerweise nutze ich ein Desinfektionsmittel auf Salzbasis. Funktioniert von der Wirkungsweise eigentlich genauso wie das Ozon. Ist halt nur nicht so schädlich. Erstens für einen selber, für den Kunden, für die Oberflächen im Auto, aber für Bakterien umso mehr. Dementsprechend wird hier alles abgetötet. Das Ganze desinfiziert sogar die Klimaanlage und alle Oberflächen. Einziges Manko, man braucht halt einen Kompressor und diesen Vernebler. Wird halt ins Auto eingebracht, hinterher nur noch auslüften lassen. Alle Gerüche sind beseitigt und das Auto kann sofort wieder verwendet werden. Jetzt folgt noch die finale Reinigung, das heißt, ich gehe über alle Oberflächen nochmal drüber, gucke mir alles nochmal genau an. Jede Sonnenblende wird nochmal umgeklappt, jede Ritze wird nochmal durchgepustet und dann geht es schon voll auf die Zielgerade.
Auto ist fertig. Tatsächlich besser geworden, als ich gedacht habe. Man fühlt sich jetzt wieder wohl in dem Auto. Klar, hier und da sind jetzt immer noch Stellen, wenn man sich hier zum Beispiel die Dachhimmel anguckt. Das habe ich von Anfang an gesagt, das wird jetzt nicht mehr wie neu, das müsste man neu bespannen, das müsste man komplett neu kaufen. Der ist halt versaut. Aber ich habe ihn zumindest erstmal wieder so hingemacht, dass man nicht sofort sieht, oh Gott, da hängt alles in Fetzen runter. Ansonsten, man traut sich wieder die Oberflächen anzufassen. Und ganz wichtig, es riecht wieder gut. Man hat gar nicht das Gefühl, dass hier je irgendwas drin war. Kommt natürlich auch dadurch, dass ich 2 Großbehandlungen gemacht habe. Nicht nur Ozon, sondern auch noch mit dem Salz. Das hat einfach wahnsinnig geholfen. Alle Gerüche sind jetzt weg und man kann ganz entspannt wieder mit dem Auto fahren. Wichtig an der Stelle ist nochmal zu sagen, die Gerüche oberflächlich zu entfernen, einfach nur mit einer Geruchsbehandlung, hätte in dem Fall überhaupt nichts gebracht. Ihr habt gesehen, wie viel Dreck da aus den Sitzen und aus den Teppichen rausgekommen ist. Hättet ihr die drinnen gelassen und dann nur irgendwas draufgehauen, um die Gerüche quasi, zu überdecken, dann wäre auch genau das passiert. Ihr hättet die überdeckt, es hätte mal kurz halbwegs frisch gerochen und kurz danach hätte es wieder gestunken. Spätestens, wenn er wieder in der Sonne steht, wäre wieder derselbe Geruch da gewesen, beziehungsweise kurze Zeit später ohnehin. Das ist halt nicht nachhaltig, deswegen müsst ihr halt das Auto einmal richtig reinigen. Ansonsten bringt das halt alles nicht. Sind schon eine Fliegen drin. Diesmal aber nicht wegen Geruch. Flecken sind praktisch alle rausgegangen. Das hartnäckigste, was wir hatten, war sehr alte Blutflecken, die ich tatsächlich nicht rausbekommen habe. Die sind noch nachgetrocknet und damit nachgeblichen. Das heißt, man sieht selbst die kaum noch, nur noch, wenn man weiß, wo sie sind. Und ansonsten, der Teppich sieht wieder hervorragend aus gegen vorher. Ihr habt die Vorher-Nachher-Bilder gesehen. Das war wirklich krass. Und was da rausgekommen ist, war auch wirklich krass. Das war halt typisch 20 Jahre altes Auto. Da wurde wirklich lange gesammelt. In dem Bus wurde viel gewohnt, sozusagen. Ziel des Ganzen war es natürlich, den Bus in den passablen Zustand zu bringen. Der Besitzer möchte den Bus verkaufen, möchte sich einen anderen Bus kaufen, möchte sich einen richtigen Camper holen. Und ich denke mal, das Ziel haben wir auf jeden Fall erreicht. Jetzt ist der Bus verkaufbar. Vorher war er eher unverkäuflich, weil da hätte man einmal reingeguckt, sich einmal reingesetzt und dann wäre der potenzielle Käufer vermutlich weggelaufen. Bin ich mir relativ sicher, außer da kommt jemand, der auch sehr viel raucht und dementsprechend nichts mehr riecht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man so jemanden findet und dass der dann viel Geld für einen so dreckigen Bus ausgibt, ist eher gering. Jetzt kriegen sie auf jeden Fall noch eine Mark dafür und werden sich auf jeden Fall freuen über das Ergebnis. Ich freue mich auch. Ich hätte nämlich selber zwischendurch ein paar Mal nicht geglaubt, dass ich ihn so sauber wieder bekomme. Stand bei ein paar Flecken dann doch schon irgendwo auf Kippe, dass ich gedacht habe, oh Gott, das kriege ich nicht hin, aber am Ende habe ich es dann doch hinbekommen. Jetzt kann er sich wirklich wieder sehen lassen. Einige Teile sind wieder repariert. Hier der Schaltknauf zum Beispiel, der hat wieder seinen Deckel. Die ganzen Verkleidungen habe ich wieder angeklebt, soweit es ging. Und wurde alles komplettiert. Der Dreck ist raus, der Siff ist raus, der Geruch ist raus und Sauberkeit bleibt. Und genauso soll es sein. Das war's schon wieder mit dem Video und mit der Reinigung. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr gedacht hättet, dass der Bus so sauber wird. Ihr habt ja alle den Anfangszustand gesehen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch mega über ein Like, über einen Kommentar von euch, über ein Abo. Das wäre wirklich super, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Viele, die meine Videos gucken, haben nämlich noch gar kein Abo. Und umso mehr Leute meinen Kanal abonnieren, desto mehr zeigt YouTube die Videos auch Leuten, die sie noch nicht gesehen haben. Denkt dran, auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Ich gehe mal davon aus, nächsten Sonntag gibt es auch wieder ein neues. Je nachdem, ob ich es zeitlich schaffe. Ist nicht immer möglich, weil ich habe ja aktuell 2 Jobs und dann noch das YouTube zu machen. Gerade so ein langes Video zu produzieren, dauert wahnsinnig lange. Ich sitze hier wirklich über Tage, dieses Video zurechtzuschneiden, das ganze Material zu sichten etc. Und das Aufnehmen dauert ja auch noch Zeit und dementsprechend seht es mir nach, wenn ich nicht jede Woche so ein qualitativ hochwertiges Video raushaue, beziehungsweise auch nicht so ein langes Video raushaue. Wenn ihr Ideen habt,
was ich euch zeigen kann, was ich mal produzieren kann, was euch interessiert. Haut's in die Kommentare rein, schreibt mir, was ihr sehen wollt und ich schaue, was ich machen kann. So, das war's jetzt aber wirklich. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.